Ja? Okay, die haben jetzt das Geländer abgemacht. I need to. Yeah. This is not possible. Yeah, no. Yes, I need to go there. Liga ela, manda ele assim por baixo. A marca tá fechada aí. Você dá? Dá? Quer eu abrir ela pra lá? This, no. Só tem que ir em cima dela, pô. Oh, I will go there on. Ja, so geht's nicht. Ja. Vem, Preta, rapidinho. Vou topar lá. Vem mais um pouquinho. Vai, passa lá atrás. Ja. Não, vem mais, vem mais. Agora, vai. Okay. Vai dar pelinha. Mas segura aí do lado aí, pô. Segura aí do lado aí pro cara que não cai não. Vem cá. É pra ali, né? Okay. Aí dá a volta. ¿Dónde? É que eu vou pedir só pra ele dar. Okay. Obrigado. Ah. No. Okay. Ah ja? Okay. Okay. Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs und in dieser Folge geht's wieder über die Amazonas. Es ist die letzte Fähre und es ist der brasilianische Teil. So, hier geht alles ein bisschen zivilisierter zu. Wie schon bei der Anmeldung. Man kriegt sogar so ein Bändchen. Hier. Sauber. Es gibt einen Shop. Das wird, glaube ich, eine sehr angenehme Fahrt. Es wurde mir auch schon gesagt, dass es in Brasilien alles ein bisschen geordneter, sauberer und so ist. Es hat natürlich den Nachteil, dass ich da jetzt warten musste und hier noch ein Stempel und da noch ein Stempel und so weiter. Aber ja, dafür hat man jetzt echt eine, glaube ich, saubere, ordentliche Fahrt. Essen soll auch gut sein, hat mir der eine gesagt. Er hat sich dann auch beschwert über das Essen. Bin ich mal gespannt. Und 4 Tage sind wir unterwegs. Heute ist Mittwoch. Samstag kommen wir wohl an. Mal sehen, ob das auch geordneter ist. Und ich bin jetzt hier nicht auf dem Deck, sondern oben. Da ist ein bisschen weniger los.
So, vielleicht kann ich hier nochmal runtergehen, zeigen, wo die Lucy steht. Ja. Schau ich mal da. Motorrad. Also auch ein bisschen zivilisierter überdacht. Super cool. Sogar festgebunden haben sie es. Also sehr, 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 sehr cool. Ja. Eine Stunde gefahren, erster Halt. Und hier sieht man, wie das ist ja wirklich eine Luxuskreuzfahrt. Und auch die Brasilianer, die bei mir neben in der Hängematte sind, super nett. Die haben irgendwie so einen Guarana-Drink, schmeckt super geil, schön kühl. Haben sie mir gegeben. Dann noch irgendwie so Chips. Oh, super, super nett. Oh, ich habe jetzt erstmal geschlafen, schläfst du echt wie ein Baby. Im Gegensatz zu den anderen Dingern. Die sagen auch, ich brauche mein Moskitonetz nicht. Es wird keine Moskitos geben. Bin ich mal gespannt in der Nacht. Ja, ich habe es jetzt erstmal wieder ein bisschen zur Seite gehängt. Aber ja, es ist wirklich sehr, sehr angenehm im Moment. Es ist total heiß. Aber ja, hier sieht man wirklich. Hier werden jetzt die Flachbildfernseher ausgeladen. So, es wird irgendwann Essen geben. Ich weiß aber nicht genau wann. Und ich habe schon gesehen, die Leute, also es gibt Hamburger, die da verkaufen. Ist geil, ist wie im Schwimmbad hier. Und jetzt hier wieder so Leute, die irgendwelche Sachen verkaufen, wie er hier. Weiß nicht, was das ist. Aber ich habe mir jetzt mal 20 Bananen gekauft für 1 Euro. So Mini-Bananen. Super geil. Sind sehr lecker. Eine habe ich schon gegessen. Während ich hier auf meinen Burger warte, möchte ich mal zeigen, wie das mit dem Laden hier funktioniert. Also es gibt Steckdosen, gab es auch auf den anderen Schiffen, aber bei den anderen war es halt so voll, es war gerade unmöglich da ranzukommen. Und es hat auch schlecht gehalten da drin, ja, auch wenn man den richtigen Stecker hatte. Und hier sind jetzt wieder andere Stecker, so wie bei uns. Wir haben zwar diese 3, aber diese 2 gehen auch hier in Brasilien. Und hier ist so eine Steckdose und man nimmt eine Tüte, hängt die da dran, macht sein Handy da rein und dann lädt man. Da hängen noch mehrere Tüten, wie man sieht. So, jetzt gehe ich mal schauen, wie es mit meinem Burger aussieht. Guten Morgen. Erste Nacht ist vollbracht. Es gab jetzt gerade Frühstück. Es gibt immer um 6 Uhr Frühstück. Das war auch bei den anderen Booten so. Ist nicht so schlimm, weil man um 10 oder so schläft. Nachts hat das Boot 2-3 Mal angehalten und dieses Boot, das hupt dann immer so voll laut. Mit diesem Bootshorn. Naja, macht nichts. Aber was ich sagen wollte, es gibt hier richtigen Kaffee mit Milch und Zucker. Ich habe das ja schon mal erzählt. Als ich nach Südamerika gekommen bin, habe ich gedacht, boah, jetzt gibt es Kaffee nonstop. Aber es ist nicht so. Eigentlich gibt es in keinen Ländern Kaffee. Außer jetzt hier in Kolumbien gab es Kaffee. Und jetzt in Brasilien. Ansonsten ist es immer instant, also ja, so Nescafé. Deswegen bin ich sehr froh, dass hier Brasilien ein Kaffeeland ist. Gibt es richtig Kaffee. Und auf den anderen Booten gab es überhaupt keinen Kaffee. Man kann hier sogar Wi-Fi sich holen, muss man aber bezahlen. Mache ich jetzt aber nicht. Und ab und zu gibt es Internet, aber die meiste Zeit hatte ich jetzt keins. Ja. 3 Tage noch. Ei, já lembrou da checa o galo? O brabo. Bora! É Brasil, a minha mulher estou, tá bem, tu nunca fica bom, cachaceiro, nunca tentei, parece mais um pouquinho, agora tá com os filhos, seu cabarra marinho. A minha mulher estou, tá bem, olha, tu nunca fica bom, olha que o carro que eu te dei, parece mais um pouquinho, acorda pra cuspir, seu cabarra marinho.
tomava remédio. Ai, 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 mulher, tu é o sexo. Eu quero ir para eu não quero remédio. Ja, mhm. Was man hier sagen muss, ist, schon beim Reingehen ins Boot wurde das Gepäck kontrolliert. Es wurde in ganz Südamerika nicht einmal angeguckt bei mir. Und jetzt hier ist jetzt in der Stopp, kommt die Polizei rein und kontrolliert nochmal das Gepäck von den Leuten. Hier sieht man der Typ, der da steht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier filmen darf, aber ich mach's einfach mal. Ja, ich weiß nicht, was die hier kontrollieren. Drogen oder keine Ahnung, die kontrolliert auch oben die Schwimmwesten, ob da irgendwas versteckt ist. Ich bin jetzt hier zu meinem Platz geschickt worden, damit ich bereit bin, wenn die was kontrollieren wollen. Ai, 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 mulher, tu é o sexo. Eu quero ir para eu não quero remédio. Der Pegador de China do Norte, hein? So, 11 Uhr. Es gibt schon wieder Essen. Nehme ich euch mal mit, wie es hier so ist, denn es ist ein bisschen anders als in den peruanischen Booten. Ich habe hier auch wieder mein Zeug. Man hat so eine Tasse bekommen. Kann ich mal zeigen. So eine Tasse hat man bekommen, weil es gibt Getränke auch hier. Man muss allerdings, was heißt schnell sein, man darf jetzt nicht der Letzte sein, dann sind die Getränke meistens schon leer. Und ich habe jetzt auch meine Schlüssel wieder dabei, aber es gibt auch Teller hier und so, das ist ja wirklich deutlich gehobener. Normalerweise muss man sich hier in der Schlange anstellen. Und dann... Está en la hamaca? ¿Qué? ¿Está en la hamaca o camarín? Hamaca. Las 11. Son las 11. Okay. Weil ich kein Zimmer habe, muss ich mich jetzt hinten anstellen. Naja, jedenfalls muss man sich hier in der Reihe anstellen. Das ist hier ein bisschen... wie, weiß ich auch nicht. Normalerweise, deswegen stelle ich mich dann eigentlich nicht an, weil... aber wenn man jetzt hier zu lange wartet, dann gibt es eben keine Getränke mehr. So weit hinten musste ich mich noch nie anstellen, aber das Ding ist halt auch, ich habe nichts zu tun. Es sind noch mindestens 3 Tage auf diesem Schiff, kann man sich hier auch mal ein bisschen anstellen. Also es gibt irgendwie so 4 Kabinen hier hinten, wenn man das anschaut. Keine Ahnung, was es kostet, aber es gibt Kabinen. Aber es ist so luxuriös hier, deswegen braucht man hier keine Kabine. In dem anderen Boot hätte ich gerne eine gehabt, aber weiß ich auch nicht. Gab es wohl auch welche, aber ich habe immer nur die Crew gesehen, die welche hatte. Oder irgendwelche besonderen Gäste. Ach so, und der Vorteil ist es bei so einer Schüssel, wenn ihr das auch mal macht, umso größer die Schüssel ist, die machen die eigentlich immer voll. Also wenn ihr nur so einen kleinen Teller habt, machen sie nur den Teller voll und bei so einer Schüssel machen sie die Schüssel immer voll. Aber hier kann man sich auch nachnehmen. Also es gibt ausreichend Essen. So, ich bin immerhin mal im Raum drin. Das heißt, ich weiß selber noch nicht genau, wie es abläuft, weil es mein erstes Mittagessen ist. Bisher gab es immer alles in der Ausgabe, aber diesmal gibt es so Buffet-Töpfe da. Und ihr habt es gesehen, ich war eigentlich früh dran, bevor die offen hatten, aber weil sich alle schon angestellt haben, die Getränke sind schon wieder fast leer. Wasser kriegt man immer noch, aber dieses, ich weiß nicht, da gibt es so eine Art Softdrink. Die Leute machen sich halt auch einen Liter voll. Ja, typisch Südamerika, es gibt immer mehrere Sättigungsbeilagen, also Reis und Nudeln, manchmal auch noch Reis und Kartoffeln und so weiter. Und heute hier, sehe ich zum ersten Mal in Brasilien, gab es gestern auch schon, irgend so Brotkrumenzeug. Gibt es auch da nochmal in so Dingern und es gibt scharfe Soße, also es gibt hier wirklich, also man muss wirklich sagen, das Essen ist gut zum Vergleich. Sie? Oh, hier gibt es Hühnchen. Aha. Obrigado. Und gibt es noch. Also Bohnen, Nudeln, man kann auch Reis haben, Hühnchen und irgend so eine Art russischer Salat. Jetzt versuche ich hier noch das Rest von dem Saft rauszuquetschen. Ah ja, kommt. Das war's. Aber dann nehme ich noch Wasser dazu.
Und es gibt auch Besteck, Plastikbesteck, aber ich bin natürlich super umweltbewusst und dann gibt es, nehme ich mein Besteck. Ja, gut. Falar e me diga bem baixinho por que te quero tanto. Perguntar, minhas palavras são quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo. So, und immer mal wieder sieht man Delfine. Hier jetzt zum Beispiel. Mal sehen, ob wir einen fangen können. Die springen natürlich nicht raus, weil das sind diese faulen, das wissen wir schon, faulen rosa Delfine. Da war einer gerade. Da. Das sind Delfine. Da. So, zweite Nacht ist rum. Gerade gefrühstückt. Die ganze Nacht war es so. Also richtiger, in Asien würde man sagen, Monsun. Also ich fahre wohl voll in die Regenzeit rein. Auch wenn das jetzt das Ende der Regenzeit ist. Aber in Peru ist halt schon trocken, ist witzig. Gleiche Höhe und alles, aber kein Regen. Und hier geht die Welt unter. Übrigens, das Boot ist sehr voll geworden auch. Ja, so eine Familie hatte sich dann hingelegt. Mit Kindern und so. Die ganze Nacht geschaukelt und geschrien. Naja, nicht die ganze Nacht, aber ein bisschen. Und dann aber sind irgendwie 2 wieder weggezogen. Deswegen habe ich Glück, jetzt ist neben mir Platz. Aber wie man sieht, hier kommt auch das Wasser rein. Pra te dizer feliz que te mereço tanto. Amanhã quero te dar amor, igual a uma rosa como posso brilhar. Só no meio do sol. Bem, eu te direi, mas a minha luz do tempo dessa noite é só nossa e não demora a passar. Apaga essa luz, tenho muito amor pra te dar. Eu te direi, mas a minha voz do tempo dessa noite é só nossa e não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho muito amor pra te dar. Boa noite, senhoras e senhores passageiros. Estamos chegando na base Arpão, controle da polícia. Pedimos aos senhores passageiros que, por favor, se organize, coloque as suas malas em fila. Uma carreira. Also ich habe natürlich kein Wort verstanden, aber irgendwie müssen jetzt alle Hängematten hochgehängt werden. Ich weiß nicht, warum alle ihre Gepäck jetzt zusammen machen. Es gibt irgendeine Polizeikontrolle. Schon wieder. So, wir fahren wieder. Ja, das war tatsächlich ziemlich crazy. Die sind hier mit 10, 15 Polizisten alle in Camouflage, kugelsichere Westen, Maschinengewehre, Pistolen und so rein. Und haben dann auch Drogenhunde an ganzen Gepäck vorbeigeführt, mehrmals. Und alle mussten sich, also man durfte auch nicht bei seinem Gepäck stehen bleiben, sondern man musste sich die Männer auf die eine Seite stellen vom Boot und die Frauen auf die andere Seite. Und die Männer mussten sich dann so, also wir, mit so wirklich umdrehen und Hände auf hier an die Wand. Und dann wurde man durchsucht. Also wirklich haben sie sehr ernst genommen. Und es hat jetzt über eine Stunde gedauert. Ich meine, es gibt da unten noch das Deck und dann gibt es noch das Deck mit dem Gepäck. Und da habe ich schon gedacht, so, ey, das Motorrad, ich habe da mein halbes Gepäck drauf, da kann dir halt jeder irgendwas reinstecken. Weiß ich auch nicht. Ich meine, es ist jetzt nichts passiert, alles gut gegangen. Aber wenn dir da irgendwie mal was reinsteckt, naja. Jetzt ist Nacht. Morgen, ich schätze mal morgen Nachmittag, kommen wir in Manaus an.
Und dann reicht es auch erstmal mit Bootfahren, wirklich, ich habe Schnauze voll. Ja, Leute sind alle nett, es ist halt ein bisschen doof, dass ich kein Portugiesisch kann und die Leute können halt überhaupt, einer kann Englisch hier ein bisschen, sonst halt niemand. Das ist halt ein bisschen doof, weil die sind alle super nett, super gastfreundlich und so. Ja, ich muss das noch ein bisschen üben. Es ist halt auch so den Sound, das ist ja sehr ähnlich wie Spanisch und wenn ich das lese, ist es einfacher, aber wenn die reden, weil der Sound so anders ist, ich muss brauche bestimmt noch ein paar Wochen, um mich dran zu gewöhnen. Naja, das war's, mal sehen, was noch so passiert. So, wir sind jetzt auf ein anderes Schiff getroffen, bisschen kleiner als unseres und das scheint hier liegen geblieben zu sein. Jedenfalls tauen wir das jetzt hier fest an unserem und ich schätze mal, wir schleppen es irgendwo hin. Es hat sich auf jeden Fall nicht festgefahren, aber wir können es einfach rausschieben, wie man sieht. Der Horizont bewegt sich. Das wird unsere Ankunft natürlich ein wenig verzögern. Ich hätte sonst gesagt, wir sind so nach dem Mittagessen da. Jetzt weiß ich nicht genau. So, jetzt fangen hier an, irgendwelche Passagiere schon umzusteigen. Aber ich weiß nicht, es ist ein bisschen Aufregung. Ich glaube, die finden es nicht so gut, wenn hier Leute umsteigen. Ich weiß es nicht so genau. Aber man sieht hier, wird umgestiegen. So, jetzt lassen sie tatsächlich Leute rüber. Ich glaube, die wollten nur nicht, dass die hier über die Reling steigen, was natürlich einige gemacht haben. Wenn die dazwischen fallen, wird's eng halt, so da wie der da. Jetzt gab es gerade eine Durchsage. Ich habe es so ein bisschen verstanden, aber um es zu verifizieren, fragen wir mal nach. What did he say? What did the guy say? Everybody coming here, the other boat. The passengers can come over. Taking down. And he said like 3 hours or? No. It's No. nothing about hours. Ah, okay. Okay. And we will take this the whole way or? No, this center, Ah. only passengers. Ah, and then they put Yeah. it. Yeah. I see. Okay. Obrigado. Wir nähern uns Manaus und ich bin mal zur Lucy runtergegangen. Ich war jetzt 2-mal unten in den 4 Tagen, um zu gucken, weil hier ist es ja relativ safe im Gegensatz zum anderen, wo ich an jeder Station unten sein musste, weil das Ding direkt 30 cm vom Wasser weg stand. Ja, aber sie haben die Lucy auf jeden Fall bewegt. Deswegen immer gut, das Lenkradschloss nicht reinzumachen, weil sie bewegen es so oder so. Also die kommen da nicht hoch und fragen. Und natürlich waren auch von diesen leeren Wasserdingern, Gott sei Dank sind die leer, Tausende da drauf gestapelt. Du siehst, da liegt irgendein Typ auf meinem Motorrad und so. Das ist natürlich alles ein bisschen, ja, wenn man das nicht aushalten kann, kann man mit so einem Schiff nicht fahren. Ja, ich habe jetzt schon mal die erste Tasche reingestapelt. Mehr kann ich im Moment nicht machen. Ich schätze, eine Stunde vielleicht, bis wir in Manaus sind. Die ganz große Aufbruchsstimmung herrscht noch nicht. Aber ich bin quasi fertig. Ich muss nur noch meine Hose und meine Schuhe anziehen und die Hängematte abhängen. Dann gehe ich runter in einem Rutsch. Das ist alles hier, was ich habe. Draufladen. Und dann sind wir mal da aus. Hier lade ich noch mein Handy gerade. Und dann mache ich es heute mal so, dass ich mich jetzt von diesem Video verabschiede. Und beim nächsten Video, wenn ihr einschaltet, sehen wir uns aus meiner ersten Großstadt in Brasilien, Manaus. Ich bin froh, dass die Ferien jetzt vorbei ist. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao. E bom vaqueiro nordestino que morre sem deixar pistão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Nunca mais ouvirão
Eu disse, ah,